Morning. Guten Morgen. You know, laziness always has consequences. Weißt du, Faulheit hat immer Konsequenzen. Remember, Erinnere dich. you know, you always procrastinate so you don't get things done. Wenn du immer aufschiebst, wirst du Dinge nicht zu Ende bringen. You know, for me, it's very sad when the lazy people who always think that life is against them. Für mich ist es sehr traurig, wenn die faulen Leute denken, dass das Leben immer gegen sie ist. You know, Ecclesiastes tells us that opportunity comes to everybody. Das Buch der Prediger sagt uns, dass sich Chancen allen Menschen bieten. If opportunity comes to you and opportunity comes to me, Wenn eine Gelegenheit zu dir kommt und eine Gelegenheit zu mir kommt, here is the big question. ist hier die große Frage. What are you going to do about it and what I'm going to do about it? Was machst du damit und was mache ich damit? Look what Hebrews chapter 6 verse 12 tells us. Schau, was Hebräer 6, Vers 12 sagt. The New Testament, written by the author who I believe had the greatest understanding of the New Covenant. Das Neue Testament, geschrieben durch den Autor, von dem ich glaube, dass er das beste Verständnis des Neuen Bundes hatte. It says, do not become lazy. Es heißt, damit ihr nicht träge werdet. You know, do not become sluggish, one Bible says. Werde nicht schlampig, heißt es in einer anderen Übersetzung. But look what he says. Schau, was es heißt. He says that we should imitate those. Sondern werdet Nachahmer derer, We should imitate those who by perseverance and faith have inherited the promise of God. sondern werdet Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. You know, in the original Greek, that word actually means lazy. Im Originalgriechischen bedeutet dieses Wort faul. So look at this serious warning. Beachte diese ernste Warnung. The New Testament tells us that we can actually miss the promises of God by being lazy. Das Neue Testament sagt uns, dass wir tatsächlich die Verheißungen Gottes verpassen können, wenn wir faul sind. I mean, if I only think that my laziness can cause me to miss what God has given to me, Wenn ich nur daran denke, dass meine Faulheit dazu führen kann, dass ich verpasse, was Gott mir gegeben hat, then this should put the fear of God in me. sollte mich das in Gottesfurcht versetzen. You know, if you really go through the Bible, you will understand you will see so many reasons why Christians must not be lazy. Wenn du durch die Bibel gehst, wirst du so viele Gründe sehen, warum Christen nicht faul sein dürfen. Many times it causes us to act completely irrational. Manchmal bewirkt es, dass wir völlig irrational handeln. Our laziness causes us terrible consequences, Unsere Faulheit hat schreckliche Konsequenzen. and then we're full of excuses, Dann sind wir voller Ausreden and then we make irrational choices, und dann treffen wir irrationale Entscheidungen and then we blame the other people around us. und dann beschuldigen wir die Menschen um uns herum. Or we think the others are luckier than us. Oder wir denken, dass die anderen mehr Glück haben als wir. You know, it's so sad that many people in the world have understood this. Es ist so traurig, dass viele Menschen auf der Welt dies so verstanden haben. You know, there are people who were not born in a wonderful, great family, Es gibt Menschen, die nicht in einer wundervollen, großartigen Familie geboren wurden. but they understood that it doesn't matter what they were born into. Aber sie haben verstanden, dass es keine Rolle spielt, wo sie hineingeboren wurden. With diligence, they can actually change their destiny and their future. Sie können mit Sorgfalt und Fleiß ihre Bestimmung und Zukunft ändern. Now think as a Christian. Denke wie ein Christ. Christ conquered everything for me. Jesus hat für mich alles besiegt. I don't have to be diligent to gain anything from God. Ich muss nicht fleißig sein, um irgendetwas von Gott zu bekommen. But first of all, my diligence is an expression of thankfulness. In erster Linie ist mein Fleiß Ausdruck meiner Dankbarkeit. Jesus, I thank you. You gave your life for me. Now I gladly pour mine out for you. Jesus, ich danke dir, du hast dein Leben für mich gegeben und ich stelle dir gerne meines zur Verfügung. Jesus, you have given me everything through the finished work of the cross. Jesus, du hast mir alles durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben. Now if I become lazy and don't get hold of what you've given me, Wenn ich jetzt faul werde und nicht ergreife, was du mir gegeben hast, this defies your wonderful work of the cross. widerspricht es deinem wundervollen Werk am Kreuz. You know, and once we understand this, we will be people who will diligently serve the Lord. Wenn wir das einmal verstehen, werden wir Leute sein, die fleißig dem Herrn dienen. Let me tell you something what I've found, what I've learned. Lass mich dir etwas sagen, was ich herausgefunden, gelernt habe. And this is something I
cannot understand. Und das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. How many people have said to me, Wie viele Menschen haben zu mir gesagt: Reinhard, I've really studied everything that you taught me about the heart. Reinhard, ich habe wirklich alles studiert, was du über das Herz lehrst. And I've begun to try to change my heart. Ich habe angefangen zu versuchen, mein Herz zu verändern. But I've quit because it's too much hard work. Aber ich habe aufgegeben, weil es zu viel harte Arbeit ist. You know, and it's not one person. Many Christians have told me something like this. Und es handelt sich dabei nicht nur um eine Person. Viele erzählen mir so etwas in dieser Art. They said, Reinhard, this is too hard work, too much hard work to change my heart. Sie sagen: Reinhard, es ist zu viel Arbeit, mein Herz zu verändern. You know, my answer is always the same. Meine Antwort ist immer die gleiche. Your life is so stressful because your heart is messed up. Dein Leben ist so voller Stress, weil dein Herz durcheinander ist. So why don't you want to put a little bit effort into it? It might take 2 or 3 months, but then your life will enter into an incredible rest. Warum willst du dich nicht ein wenig anstrengen? Es wird vielleicht 2 oder 3 Monate dauern, aber dann kehrst du in die unglaubliche Ruhe ein. So instead of that, you complain that to change your heart is too much work. Stattdessen beklagst du dich darüber, dass es zu viel Arbeit ist, dein Herz zu verändern. But you know what I found? Weißt du, was ich herausgefunden habe? It doesn't matter what you do. Lazy people who want to be lazy will never be convinced. Es ist egal, was du tust. Faule Menschen, die faul sein wollen, können nicht überzeugt werden. So we have to choose. Do we want to live a lazy life and just like float through life, and at the end of the life, oh well, let's see what happens. So müssen wir wählen. Wollen wir das faule Leben leben? Einfach so durchs Leben gehen und schauen, was so passiert. Or do we want to have the right Christian response to the finished work of the cross? Oder wollen wir die wahre christliche Antwort auf das vollbrachte Werk am Kreuz haben? I'm not going to be lazy. I'm going to persevere. Ich bin nicht faul, ich harre aus. I'm going to apply appropriating faith. Ich wende nehmenden Glauben an. I'm going to spend time in my heart zone. Ich nehme mir Zeit in meiner Herzzone. I'm going to spend time studying and researching the scriptures, what belongs to me. Ich nehme mir Zeit, die Bibelstellen zu studieren und nachzuforschen, was mir gehört. It is unbelievable how many people send me messages asking me Bible questions. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mir Nachrichten schicken und mir Fragen zur Bibel stellen. That they could literally, with a simple phrase entering into Google, they could study and research it themselves easily. Sie könnten ganz einfach selber herausfinden, indem sie den Satz bei Google eingeben, selber studieren, selber nachforschen, auf ganz einfache Art und Weise. I mean, so easily. Ich finde, so einfach. You know, in the beginning, I always answer these questions very patiently. Am Anfang habe ich diese Fragen immer sehr geduldig beantwortet. One day God said to me, Reinhard, you're supporting other people's laziness. Eines Tages sagte Gott zu mir: Reinhard, du unterstützt die Faulheit der anderen Menschen. You studied endless hours to understand these principles and they want to be lazy to get it. Don't do that anymore and help them. Du hast stundenlang studiert, um diese Prinzipien zu verstehen und sie wollen faul sein und es einfach so bekommen. Mach das nicht mehr. Listen, I love to help people, Hör zu, ich liebe es, Menschen zu helfen. but I will not support people's laziness because I'm not helping them. Aber ich werde nicht die Faulheit der Menschen unterstützen, weil ich ihnen so keine Hilfe bin. So let's reject laziness. Lass uns Faulheit zurückweisen. Let's say thank you, Jesus, that you were not lazy. Lass uns sagen: Danke, Jesus, dass du nicht faul warst. And out of my deep love for you, Und aus meiner tiefen Liebe zu dir heraus I will respond by also rejecting laziness. werde ich antworten, indem auch ich die Faulheit abweise. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.